Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Technomancer. Ja, ich habe gerade oben rechts geguckt. Jetzt ist anscheinend unser guter Ausruhbonus ist jetzt verschwunden wieder. Das heißt, wir kriegen wieder keine extra Erfahrung. Na gut, so ist das halt. Naja, wir haben in der letzten Folge einiges gemacht, obwohl die Folge an sich gar nicht so lang, glaube ich, war. Wir haben unter anderem, ja, den Mutanten geholfen hier, damit wir jetzt Zugang zur Stadt überhaupt oder zu dem Mutantenteil erhalten. Das haben wir einerseits gemacht, dann haben wir Scott wieder befreien können, aus den Händen der ASC. Und dann haben wir noch gegen diese Riesenkröte da gekämpft, die jetzt auch noch da die Mutanten bedroht hat und ähnliches. Die Panzerkröte haben wir dann, die zufälligerweise genauso aussahen wie die andere, haben wir dann entsprechend auch noch besiegen können. Also wir haben echt einiges hinbekommen. So, wir werden jetzt mal das Tal betreten und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. To the shadow, you are here. I was getting worried about you. What's going on, scum? Cain is moving to take power. He came with dozens of followers, killed many who stood in his way, threatened to do the same to countless more. As for you and I, Phobos, I promise that he has already planned our deaths. Zachariah, it is not my life I worry for. He will kill any and all who stand against him. He will wipe out human cities, destroying those with little more than sticks and rocks to defend themselves. Blood will drench this planet. And I'm sure all our names are probably topping the list. And we better make a move before it's too late. Cain, das ist ja der uns ja auch abgehalten hat, davon den Handel mit dem Händler ja abzuschließen. Der den ja einfach hinterrücks ermordet. Der hat ja einen so heftigen Hass gegen Menschen anscheinend. Na gut, und das ist hier Scum. Den habe ich mir doch ganz anders irgendwie vorgestellt. Naja. So, da sind wir. Das ist ja tatsächlich gar nicht so weit von Noctis entfernt. Jetzt hier das Mutantental. Aber das ist wahrscheinlich hier schon Teil der Vegetation, die ja Phobos angesprochen hat, die ja einzigartig sein soll. Naja. Schauen wir doch mal, was vielleicht schon die Händlerin hier hat. Look around, please. Look around. But don't break nothing. Many fragile things. You break, you buy. Naja, ist klar. Oh, was können wir denn hier schon fragen? I'm just looking for information. Ich will nur mein Honorar. All I have is good stuff. My life is about myself, my stall and my family. That's all. Na gut. Und was hat sie so? Hat sie bessere Sachen? Mich interessiert ja, ne, sie hat tatsächlich hier nichts weiter. Okay. Oh, ein Stahlstab, der 38 Schaden macht? Alles klar, ey. Okay, das ist mal ein Riesenunterschied. Sollen wir uns den schon holen? Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon. Komm, den holen wir uns mal. Das ist ja voll doof, da lohnt sich ja überhaupt nicht. Dann, den hätten wir jetzt gar nicht upgraden müssen, unseren alten Stab. Aber gut. Hier können wir gar nicht hoch. Ah doch, das ist eine andere Ebene. So, wie sieht denn das jetzt hier aus überhaupt? Quartiermeister. Okay, zu dem gehen wir dann wahrscheinlich mal. Kämpfe gegen Cains Truppen. Okay. Halten wir uns erstmal rechts. Achso, warte, hier können wir direkt schon die Waffe sogar verbessern, wa? Hey, der macht ja jetzt schon... Lol, wo haben wir denn den verstärkten... Nein, wo haben wir denn den verstärkten Stab her? Toll, ey. Tja. 3er Schadensupgrade. Alter, das gibt +3? Alles klar. Ja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt deutlich mehr Schaden. 49 auf einmal, alles klar. Okay, das ist ja ein Riesenunterschied. Können wir hier noch was machen? Ich meine, der ist komplett verbessert. Da hatten wir schon Stufe 3, okay. Ah, hier haben wir noch Stufe 2, okay.
Verkaufen wir dann einfach mal gleich. Nehmen wir alles mit. Ach, Scum ist, beziehungsweise Abschaum ist jetzt auch in unserer Gruppe. Also temporär wahrscheinlich, ja. Ah, guck mal, hier ist unser Gemach. Sehr gut. Schon wieder so ein Sägestreitkolben, na gut. Offizierskonterschild, okay. Ja, diese Sachen behalten wir mal. Gehen wir die recyceln vielleicht mal? Ich meine, Geld brauchen wir ja eigentlich gerade nicht, deswegen bin ich gerade überlegen, ob wir unsere Stäbe recyceln. Ach, der geht gar nicht sogar. Achso, weil wir den wahrscheinlich tragen. Ah ja, okay. Ah, 20% nur. Hm. Ah, wohl. Oh, Alter. Hat ja doch ganz gut geklappt. Komm, dann recyceln wir die einfach mal. Was haben wir hier? Weißt du was, komm, dann nehmen wir einfach auch mal den besseren. Recyceln mal den Schrott. So. Zack, das Tanto, Stab. Und den können wir sowieso nicht nehmen. Okay. Können auch 550 tragen, also das ist ja auch schon einiges. So, jetzt gehen wir doch hier die linke Seite entlang. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir wollten zum Quartiermeister. Hier unten. Ne, da gehen wir nochmal zurück. Ja, muss ich jetzt ja erstmal wieder sortieren, da das ja hier wieder ein völlig neuer Ort für uns ist. Erstmal einen Überblick verschaffen und all das. So, was hast du so für Sachen? Ah, now you look like a promising client. If you have serum, you have promise. And I have all sorts of artifacts and merchandise from all sorts of corporations. I'm looking for information. A shame. The only thing I don't offer in my stall. Aha, natürlich. Ah, guck, der hat wieder Baupläne. Überlegene Stäbe, alles klar. Das holen wir uns natürlich. Für Überlegen hat er noch was? Überlegenes? Handschuh, perfekt. Armbänder, Rüstung, Schulterplatten, Beinschienen. Nice. Sehr nice. Oh, was hat er denn hier jetzt so Feines? Oha. Gepanzerte Milizsoldatenmaske. Schade, dass man nicht sieht, wie die aussieht. Wildenhelm. Schutzmaske. Aurora, achso, die haben wir ja. Die Technomancer-Maske, glaube ich. Okay, hat er sonst noch was? Meister Technomancer Brustplatte. Wollen wir uns die mal holen? Vielleicht sieht die ja cooler aus. Ich meine, wir verlieren gerade ein bisschen Geld, aber warte mal, ich würde mir schon so eine Technomancer-Rüstung eigentlich... Technomancer-Hose. Komm, weißt du was, ich will mir die einmal komplett holen. Obwohl Technomancer-Hose und Meister-Technomancer ist wahrscheinlich was anderes wieder, oder? Sind ja wieder nur Hiddy hier. Oh, warte mal. Aurora. Die haben 3. Ach, jetzt sind die wieder besser hier, Aurora. Die ist aber schlechter. Hey, was ist das denn für ein Quatsch? Hier ist auch die Aurora Technomancer Jacke. Achso, weißt du was? Ne, dann holen wir uns die von Aurora. Dann haben wir die komplett. So.
Jetzt ziehen wir uns die nämlich mal komplett an. Also da hatten wir die ja schon. Ah, guck mal, das ist die... Kannst du... Wie... Hä? Was hat denn der hier für eine... Was ist denn das für eine Sicht jetzt, ey? Hier ist die Aurora Technomancer. Aurora Meisterbrustplatte ist... Ah, die hätten wir uns gar nicht holen brauchen dann. Das ist quasi die bessere. Ja. Die Handschuhe, da haben wir auch schon die... Ach, siehst du, da haben wir auch schon die Meisterhandschuhe. Ist jetzt auch doppelt gekauft. Und hier hatten wir auch die Technomancer-Hose. Toll, ey. Oh, scheiße. Die Füße, ich werde uns im Endeffekt nur hier die holen brauchen. Okay. Ah, now you look like a promising client. If you have serum, you have promise. Gut, dann verkaufen wir mal den Rest. Atemschutzhelm haben wir noch. Okay. Gut, dann kommt die weg. Tja, was ist jetzt halt die... Na? Lassen wir es vielleicht mal so. Wie sieht denn die Hose im Verhältnis aus? Das ist Aurora. Jetzt haben wir, glaube ich, komplett Aurora, ja. So wäre es eigentlich richtig. So, die ist ja abgegradet. Die haben wir noch nicht. Stufe 2. Genau das. Perfekt. Und die Schuhe gehen gar nicht. Okay. So, dann ziehen wir jetzt noch wieder die Warrior an und dann sind wir durch. Perfekt. So, jetzt können wir endlich mal mit dem Quartiermeister reden. Ja, manchmal gehört das einfach dazu natürlich. The human everyone talks about. May I? Can we speak, please? Of course. Hi. You wanted to talk? I did. Yes, I did. I've heard many people say, even though you are human, you're a good person. Many say that without you, they would still be in the pen. I thought maybe you too could help me. Depends. What do you need help with? Yes, well, we need weapons. To have any hope of helping our brothers held captive, we must be armed. I was given orders to arm a squad, but I have nothing to arm them with. And in Noctis, such things are far too expensive for us. But since I was told you travel, if on one of your trips you could find and bring us back a box or two. Klar. I can try. Sure I could get my hands on some in Ophir somewhere. Thank you. Yes, I'm sure it would be a great help for us. Bewaffnet. Euch mit Wissen. Naja, bewaffnet für die Freiheit. Stielwaffen von den Soldaten aus Überfluss. Wie sieht der denn so? Ups. Oh, Alter, der Stab. Sehr nice. Okay, was haben wir denn da direkt für eine Markierung? Übergibt die Waffen den Mutanten? Haben wir? Hä? Habe ich schon welche gefunden? LOL, ist das von... You're back so soon. Were you able to find us weapons? Hä? As promised, should be enough to get you going. Thank you. Thank you very much. Thank you. I know I've already asked you for a lot, but they are not used to fighting. Is there any way you could give them a lesson? Just a friendly fight. It'll help them get started. Sure. Why not? Don't try not to hurt him. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ups. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum wir die Waffen schon hatten. Ich dachte, sind das vielleicht... Aber es ergibt keinen Sinn. Woher haben wir die Waffen bekommen? Da. Ah, ne, das ist das nicht.
Wo war das? Ah, das ist auch wieder überhaupt nicht geordnet, oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, warte mal, bewaffnet für die Freiheit ist doch da unten gewesen. Ich habe es auch gerade gesehen. Da. Stielwaffen aus dem Lager der Kaserne. 5 von 5. Mir scheint, hatten wir das schon mal gemacht oder so. Naja, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall sehr interessante Kleidung, muss ich sagen. Fast so ein bisschen eingewickelt. Teilweise mit so bandagenähnlichem Zeug. Wahrscheinlich, um sich vor der Sonne zu schützen, denke ich mal. Deswegen tragen auch viele Kapuze. Ah, haben wir hier. Ja. Ich glaube, der Stab könnte schon ziemlich nice sein. Ist klar, der hat mich nur eben geschubst oder so. Oh, der schwere Stahlstreitkolben. So, wo müssen wir denn hin, um die zu trainieren? Das ist hier schon mal gar nicht. Ach, da. Okay. Wie machen wir das denn? Dann gehen wir am besten hier so und gehen dann wieder hier rüber. Wir müssen ja jetzt hier noch nicht den großen Kreis machen. Denke ich mal. Dann hauen wir lieber, sage ich jetzt mal, den Leuten hier von Kane aufs Maul. Oh, gutes Leder in der Einserkiste. Okay. Oh, ich sehe das ja gerade hier. Sieht ja auch nice aus. Aber das ist kein Baum, das ist ja eigentlich ein Gebilde. Das ist irgendwie so eine Mischung, oder? Hat was. Ja, die kriegen das alle ab, oder? Oh, fast. Halte Kane auf. Okay, das ist ja doch da. Ich meine, die anderen können wir immer noch ausbilden. Dann halten wir lieber Kane auf. Ist das da unten? Oh ja, tatsächlich. Alles klar, dann geht's ja hier schon direkt hart zur Sache, oder was? Potential disruptions to the bloodbath they have prepared. I know of another way in, though. Follow me. Und dann lauf mal vor. Scum. Shit, it was a slaughterhouse. What made that psycho turn on his own people? Here I was thinking that every problem could be solved if you had big enough backup. That's how it should be. Unfortunately, people can't be stopped from stepping up and taking what they want. Die Abkürzung, beziehungsweise der Weg dahin. Natürlich, so dass man auch nicht mehr zurückkommt. Ja, wir kriegen das schon hin. Steht er nicht da unten? Natürlich, das ist doch hier schon Kane, der Vordere hier. Also der da, wo jetzt der Kopf drüber ist. So, Kane. Muss sich hier nicht selbst beneisen? Da treiben wir dir jetzt mal aus. Ha, sehr gut, den Fluchtweg schon mal frei gemacht. Komm rein ins Getümmel. Look what we have here. The fool who believed he was a more worthy chief than me. It is now my way or no way. Follow me or follow death. But you'll never change, Kane. Is your only path the one stained with blood, paved with hate? The same hate destroying your own people. Look around. This valley was once filled with peace, but is now filled with gravestones. You cannot continue to lead our people down this road.
You have gone too far, Kane. Fight someone your own size. Ja! Das tun wir auch! Oh, der hält was aus, der Kane. So, wir dezimieren erstmal schön die einen nach dem anderen. Oh, da ist er direkt, der Kane. Achso, ist ja nur noch gegen Kane. Richtig schön einen auf die Phrase bekommen. Na, so nicht Kane. So haben wir nicht gewettet. Ah, hier musst du keine Granaten schmeißen. Wollen die vielleicht mal eingreifen? Oh, sehr gut, der Sehengefall ist sein Ende. Ha! Do not kill him. Even if his heart pumps with pure hatred, spilling it makes us no better than he. It ensures more blood will follow. Please, be better than he is. Scum. If I were as good as you, I would not be me. And that is all I can be. One cannot continue to trim a weed that will not stop growing and spreading its seeds. One must rip it out by the roots. He will start wars among us, or between us. He cannot live another breath. Tja, aber wir spielen hier zumindest mal einen Durchlauf, sage ich jetzt mal, wo wir eher Leute verschonen, sage ich mal. Beziehungsweise am Anfang haben wir ja treu wirklich gehandelt und das gemacht, was gefordert ist. Aber wir sind ja definitiv eher hier eine gute Socke. Deswegen verhaften wir ihn. Glad we taught that prick asshole Kane a little lesson. Scum's a good guy, though even if his name sucks. It's gonna be hard to become chief with a name like that, even though he'd make a good one. Why aren't you running, Phobos? I have no interest. Heavy is the head that wears the crown. Huh. Yeah. Yeah, absolutely. Was haben wir denn da Feines bekommen hier? Das ist doch was perfekt für Phobos. Das habe ich mir schon gedacht. Und der ist sogar schlechter. Na super. Ach so, weil der eine aber abgegradet ist. Was ist denn da für ein Upgrade drauf? Ach komm, der kriegt aber den Streitkolben von Kane. Sehr gut. Schade, dass er... Achso, Brustpanzer hatte der ja auch nicht, logischerweise. Was müssen wir machen? Nimm an der Auswahl eines Anführers für das Mutantental teil. Ja. Zachariah, you are living proof that our people can live in harmony. You have helped us enormously, but now I believe it is time to make a decision. We must present a chief to the assembly. The time for speaking, I am afraid, is dwindling. If our internal quarrels give rise to conflict within our own, we need someone to unite us. We must walk as one race, place differences aside. Then it should be you. There is no mutant who lacks respect for you. And unlike Kane, your leadership will not spill blood. As a strategist, though, you are greatly respected as well. Perhaps it is you who should run. Ja, Ich finde, der Abschaum macht das ja eigentlich schon ganz gut. Und wenn er ja auch als Legende gesehen wird, dann ist er doch wahrscheinlich besser aufgehoben dafür. I know it may not be my place to give an opinion, but I think that it makes sense for you to be chief, Scum. You inspire them, and that's what they need. Perhaps you are correct, Zachariah. Though the fear of needing to be not just a chief, but a strategist that must lead a charge to free our brothers, I do not know. But we shall see what my people have to say. My love and support are yours, Scum. I will continue on with Zachariah until he finds peace, but I will come back to help you once it is done. Humbly he stands before you. Once we spoke like this, remember? When we were bound in our chains. But that's behind us. And today, myself, Scum, in this valley that is ours, can finally say, I! And such freedom was bought with blood of our fallen brothers. Hear me when I speak these words. I also have the belief that our found freedom must be shared. And for that reason, let us rise, with no
violence, without freedom taken by crushing down those who too were once our brothers. So might we all be brothers someday, even those who once bathed in our humiliation. In my dreams, I see a planet where mutants and men live together, break bread together, bear witness as their kin play together. Let us not create adversaries with wrath, or become the cruelty once shown to us. Instead, let us show mercy, and in that mercy, let there lie our road to peace. And with the Shadow's mercy, may this dream of freedom and equality spread across the surface of our planet. Yeah! Best man! Zachariah. Yeah, we best must talk. mutant. About what? This is your safe house. The ASC could not reach you here, correct? That's the hope. But consider this. Even if Victor cannot reach you here, how many times has he tried to impede you, to track you? You've already had to escape from his grasp twice. Perhaps the time has come to be less passive, to gather your allies and take the offensive for once. Word of the power he accumulates in the People's Assembly of Abundance is terrifying. I speak not of violence, but perhaps of some other way to bring him down. With all that you have done for so many, I am certain many would be more than willing to come to your aid, and even more invigorated when that aid will bring such a tyrant to his knees. You have our support, the Technomancers, and any others you can gather. And from the great heights to which he has climbed, the fall will be tremendous. He will not recover. Maybe you're right. Maybe it is time to take the offensive. He's got a point, you know? Maybe you should talk to your captain. I mean, how long's the ASC been fucking over the army? They gotta be fed up with them by now, no? I mean, the fucking army'd be a great damn ally in Ophir. Not that there aren't others in Ophir who'd be happy to give us their support, but not really the kind of pricks I want to get in bed with, you know? You talking about Anton and the Vori? Die kannst du Sure as hell vergessen. wasn't talking about my grandma. Die kann ich mir doch direkt sparen. Was haben wir denn hier noch? Finde einen Zeugen des Treffens zwischen Scott und Alan. Ah, okay. Hi. Zachariah, to what do I owe this privilege? Oha. Oha. Ach du Jammer, ey. Und dann reden wir noch mit ihm. I'm looking for work. You need help with anything? Our nation is just beginning. There is enough work for 1 billion men. For example, an old, worn-down pump at one of our artesian wells has stopped working. And where it is, a creature lurks, terrifying our workers, keeping them from the repairs. If you could, get rid of the creature and make the repairs. You may need a good mechanic, unless you're able to repair it on your own. Let me see what I can do. I heard you escaped. How'd you do it? Through a very sad and beautiful story. Sad because of the lives such success cost. Beautiful for the outcome it created. Are you aware of the conditions of the prisoner camps? Factories of pain and sadness. Mutants are harassed by fellow inmates and guards alike. Beaten, mistreated, forced to work. Many died from exhaustion or untreated wounds. One day, one of my people had fallen from exhaustion. I tried to stop a guard from hitting him. Understand, I am not violent, but their violence had to stop, so I struck the guard, and after that, events escalated. Rioting soon had become the only solution. We never had the thought of running away, only the need to show we would not live in those conditions anymore. A man, another prisoner, gave us aid. You remember his name? Yes, Roy Temperance. Ah, He had a boy. Innocence. das ist das aus Mars They Warlocks. give us tools to defend ourselves, but the key to our escape came with the death of the camp's administrator. A soldier? A Technomancer, placed there by his superiors for disobeying orders, from what I understood. No one dared look him in the eyes. His name was, if I recall correctly, Sean Manson. Da meine ich doch, You know Sean. him.
Meine ich doch, das war der auch. Yeah. Yeah, I knew Sean. Meine He ich was doch, my dass der master. das war. He was growing tired of the path abundance was taking, and he probably said it one too many times to one too many people. I am sorry, Zachariah. Even if his death made way for our escape, I can feel your pain. Mein ich doch. Siehst du, da kommt das jetzt nämlich auch zusammen alles. I'm looking for some mutants on their way back from the canyons. I want to thank them for helping me find my friend Scott. Thank them and ask a few questions. The group I think you are speaking of are nomadic. They go to the canyons and live off the currency of the information they can gather, selling it to your Prince of Noctis. I can show you where they reside if you would like. I'd appreciate that. Ey, wir waren ja noch nicht fertig. What's the problem? The old man's story rubbing you wrong? A little, yeah. He's fucking weird, I know, but he any weirder than usual? Hi. Zachariah, to what do I owe this privilege? Fragen wir ihn mal hier noch aus und Tell me what you know about Phobos. We are not too well acquainted as I am new to here, but what I can say is that he is incredible, courageous, and intelligent. A large reason the valley has become what it is today. He freed many dozens of us, forged trade agreements for us with Noctis, kept us informed of the news from Abundance. Unlike many, never once has he let himself be blinded with hate for humans. When he speaks, mutants listen. He has seeded our young nation, and for that, he has my eternal respect. What do you know about Cain? Our murderous dass er tot brother, ist jetzt. ragefully violent, greedy for power, Und stimmt, den haben wir ja gar hungry nicht for umgebracht. revenge, chose his name from the legendary assassin of the settlers, a hero whose legend he hopes to live up to. His only drive is to eradicate humankind, and his hate has become contagious, gathering followers who feel the need for revenge deep within their hearts. It is not that they are wrong, for all the hurt they have suffered. It is just that for a hopeful future, they are not right. What do you know about Seth? Little. A companion of Phobos at one time. And together, they helped found the valley before they grew apart. Seth was drawn by Cain's hateful rhetoric and sucked into his bitterness. Oh, die habe ich nicht mehr so gut im Kopf. Alles Mutanten aber, oder? Can you tell me about Demos? He chose his freedom name when Phobos did. Not bright, but dedicated with a loyal, caring heart. He was very involved in the development of our valley, and as far as I know, committed to Phobos' cause. So, dann noch was über die Orte. Ah ja, die beiden hier. Where are you from? The mines that would become Camp 19 during the war. I was born a slave, the last in a long line of mutants. The first, I am told, to have committed the treachery that cost him their face and soul. Tell me you don't believe that bullshit. The beliefs one are raised in are hard to shake, no matter how hard one tries. Since I have been here, talked to Phobos and others, it has become a story that seems less than likely. If you wish to know of the mines from which I came, there is little I can tell. They dug for water and ore. It was harsh, isolated. Then it became a camp and it changed, and became hell. You crossed the desert to get here, didn't you? How'd that go? It is a desert now, only by name. Our planet is changing, growing, with or without its inhabitants. The lichen has been spreading, and at night, the dunes come alive with life. Dangerous, yes, but it is telling how your kind have turned this planet into a large rock with just a few cities. You dream of leaving it, and that is good for you. But for my kind, there is no hope of acceptance back on the blue marble. This is our home, from now into eternity. And with that, it is with great joy that I witness our planet open itself up to life. So, das ist so ein schönes Schlusswort hier von Abschaum.
Der Name ist eigentlich so unpassend für das, was er eigentlich hier zeigt. Aber das soll es dann gewesen sein jetzt für die erste Folge aus dieser Aufnahmesession wieder. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne wieder beim nächsten Mal einschalten. Ja, da haben wir Kane fertig gemacht schon mal, haben ihn verhaften lassen. Ich bin mal gespannt, ob sich das wieder rächen wird, dass wir ihn nicht umgebracht haben. Und sich das bewahrheitet, was Phobos prophezeit. Ja, und ansonsten werden wir das ja entsprechend dann erfahren. Wir werden dann in der nächsten Folge hier im Mutantental weitermachen. Jetzt öffnet sich das ja anscheinend langsam alles. Ja, kommentieren und liken. Ihr kennt ja das entsprechende. Gerne den Kanal auch abonnieren. Vielen Dank für eure Unterstützung und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play The Technomancer. Macht's gut!